Wie ich es allen Zweiflern gesagt habe, Lost Relics wird mit einem dicken Knall zurückkommen. Und jetzt ist es soweit. Cliff hat heute Morgen einen neuen Medium-Artikel über das neue Update rausgehauen und den will ich heute mit euch durchgehen und auf Deutsch übersetzen. Also drückt auf Pause, holt euch ein kaltes oder warmes Getränk, dazu einen Snack, lehnt euch zurück und genießt das, was in Zukunft auf euch wartet. Erledigt? Alles klar, let's go. Erstmal wird es scheinbar neue Ladebildschirme geben. Die Artworks von Daystars Art sehen einfach nur sexy aus. Da stimmt ihr mir sicher zu. Der Patch ist noch in Arbeit, aber dieser Artikel gibt euch eine Vorschau auf das, was euch erwartet. Also checkt die Details unten. Das machen wir, Cliff. Das Veröffentlichungsdatum wird auf Telegram und Discord bekannt gegeben, sobald es fertig ist. Wie bei allen Lost Relics Versionen enthält der Patch viel mehr Änderungen und Updates als in diesem Artikel dokumentiert. So habt ihr die Möglichkeit, Dinge selbst zu entdecken. Eine neue Schmiedefähigkeit. Schmieden ist die einzige Fähigkeit, die mit dem neuen Update hinzugefügt wurde. Der Schmiedeofen ermöglicht es euch, Barren und Erze zu schmieden, die ihr gesammelt habt. Bergbau- und Holzfällerwerkzeuge benötigen jetzt diese Barren. In Zukunft wird es noch einige Anpassungen geben. Alle zum Schmieden benötigten Barren und Erze sind jetzt virtuelle Gegenstände, um die Kosten für die Herstellung von Werkzeugen zu senken, die vorher aufgrund der Abhängigkeit von Blockchain-Items sehr teuer waren. Als Teil der Schmiedefähigkeit kannst du den Schmiedeamboss auch verwenden, um virtuelle Waffen und Rüstungen herzustellen. Sobald ihr alle Rüstungsteile habt, um ein Set zu erstellen, könnt ihr es am Rüstungsmontagestand zusammenbauen. Einzelne Rüstungsteile sind im Warenhaus handelbar, zusammengebaute Rüstungen werden jedoch accountgebunden und können nicht mehr gehandelt werden. Es gibt auch seltene Rüstungssets, die nur bei einigen Abenteuern gedroppt werden. Nutze die Hintergrundgeschichten zu den Gegenständen, um herauszufinden, wo sie droppen könnten. Blockchain-Umtausch. Die Herstellung virtueller Gegenstände, die auf Blockchain-Gegenständen basieren, ist teuer und behindert die Wirtschaft der Ingame-Tools. Daher werden die Anforderungen an diese Tools auf virtuelle Gegenstände umgeleitet. Die alten Blockchain-Items, die für die Herstellung der Tools benötigt wurden, haben daher keinen Nutzen mehr und werden stattdessen in nützliche Relikte umgewandelt. Einige der Namen der alten Blockchain-Gegenstände werden für virtuelle Gegenstände verwendet, aber alle verwendeten Blockchain-Ressourcen werden in Relikte umgewandelt. Folgende Gegenstände werden von Ressourcen in Relikte getauscht. Für jeden Tausch erhaltet ihr etwas vom gleichen oder höheren Wert bzw. Nutzwert. Diese Gegenstände werden nicht ausgetauscht angezeigt, bis Patch 188 live ist. Hier seht ihr die Auflistung. Glückwunsch an alle, die die Gegenstände gehalten haben, ich selbst habe leider nichts davon. Wenn ihr für einen dieser Artikel Verkaufs- oder Kaufaufträge im Emporium hattet, wurden alle Bestellungen storniert und entweder das Item oder eure Shadowstones zurückgegeben. Das verhindert natürlich, dass die Schnellen den Markt leer kaufen können. Auf jeden Fall eine sehr gute und wichtige Aktion von Cliff. Rüstungen. Gebaute Rüstungen geben spezifische offensive und defensive Buffs und Debuffs. Und manchmal auch Effekte. Ihr könntet ein bestimmtes Rüstungsset basierend auf seinen Statistiken einem anderen vorziehen, daher ist es am besten, deine Optionen vorher zu prüfen. Beachte, dass die Statistiken und Eigenschaften in Zukunft aktualisiert werden können. Die Rüstung muss im neuen Rüstungsslot angelegt werden. Es folgt den gleichen Regeln wie den Relikten und ihr könnt keine zusätzliche Rüstung in Abenteuern in eurem Inventar mitnehmen. Alle Rüstungen sind zerstörbar und gehen verloren, wenn ihr in einem Abenteuer sterbt. Werkzeuggürtel. Der Werkzeugslot wurde in einen Werkzeuggürtel umgewandelt, mit dem ihr eines jeder Werkzeugart ausrüsten könnt, ohne dass es Inventarplatz beansprucht. Wenn ihr auf die Schaltfläche Werkzeuggürtel klickt, wird der Werkzeuggürtel geöffnet. Von hier aus könnt ihr Werkzeuge aus eurer Kiste in den entsprechenden Slot ziehen oder einfach auf den Button Werkzeug ausrüsten in eurer Kiste klicken, um dieses Werkzeug auszurüsten. Ihr könnt Werkzeuge auch direkt auf die Schaltfläche Werkzeuggürtel ziehen, um sie automatisch dem richtigen Platz zuzuweisen. Champion-Belohnungen. Mit dem Hinzufügen des Werkzeuggürtels ist die Champion-Belohnung automatischer Werkzeugtausch nicht mehr erforderlich und daher wurde die Belohnung Zugriff auf die Kiste beim Abenteuerpass auf Stufe 5 verschoben. Das bedeutet, dass ihr die liebe Gabriele mit ihrem Wagen in der Nähe des Abenteuerpasses findet und sie eure Gegenstände gegen eine geringe Gebühr zurück in eure Kiste bringt. Auf Level 50 wurde eine neue Belohnung hinzugefügt, günstigere Einzahlung beim Abenteuerpass. So kriegen die Grinder zumindest einen Rabatt. Skill-Updates. Die Anforderungen für einige Fähigkeiten wurden aktualisiert und die Stufen verschoben. Es könnte in Zukunft weitere Updates geben, da wir uns von der Verwendung teurer Blockchain-Items für Produktionsfähigkeiten wie Engineering verabschieden.
Durch Engineering können neue Gegenstände hergestellt werden, darunter Lederrüstung. Darüber hinaus wurde eine neue Seltenheit von Bergbau, Holzfäller, Scavenging und Angelwerkzeugen hinzugefügt, um die Fortschrittslücke zu schließen und das Leveling-Erlebnis zu glätten. Alle Tools wurden mit neuen Namen und Bildern aktualisiert, um den neuen Änderungen zu entsprechen. Die Sammelspots der Berufe wurden auch um die jeweilige Seltenheitsstufe aktualisiert und erfordern auch diese Seltenheit des Werkzeugs. Um einen seltenen Stein abzubauen, benötigt ihr ein seltenes Bergbauwerkzeug und ihr habt dadurch auch eine Chance auf alle seltenen Bergbauressourcen. Die Chance, etwas zu finden, steigt mit zunehmendem Sammellevel, aber es besteht auch immer eine kleine Chance, dass ihr nichts findet. Die Erfahrung wird jetzt auch basierend auf der Seltenheit des gefundenen Gegenstands vergeben, nicht mehr nach dem verwendeten Werkzeug. Wenn keine Ressource droppt, sammelt ihr keine Erfahrung. Gerbrahmen. Die gefundenen Häute aus Abenteuern können auf dem Gerbrahmen gegerbt und dann durch Engineering zur Herstellung von Lederrüstungen verwendet werden. Ihr müsst die verschiedenen Rüstungstypen untersuchen, um eine passende zu finden, die eurem Spielstil entspricht. Spinnrad. Mit dem Spinnrad werden Fäden aus verschiedenen Fasern hergestellt. Die erste davon ist die Bogensehne, die ihr benötigt, wenn ihr durch Engineering einen Bogen herstellt. Die Bögen selbst haben jetzt auch sichtbare Bogensehnen. Enzyklopädie. Sobald ihr die Quest Mächtiges Wissen abgeschlossen habt, schaltet ihr den Zugang zur Enzyklopädie frei. Die Enzyklopädie... Die Enzyklopädie... Die Enzyklopädie... Die Enzyklopädie ermöglicht... Break. Die Enzyklopädie ermöglicht es euch, nach allen im Spiel verfügbaren Gegenständen zu suchen, auch wenn ihr sie noch nicht besitzt. Es wird in Zukunft sicherlich eine großartige Quelle für Leaks sein, insbesondere wenn ein Teammitglied von Lost Relics vergisst, ein bevorstehendes Asset als Versteck zu markieren, bis es angekündigt wird. Zerbrechliche Waffen und Werkzeuge. Werkzeuge, geschmiedete Waffen und alle Waffen, die virtuell und unbegrenzt verfügbar sind, können jetzt angepasst an ihre Seltenheit nach einer gewissen Zeit zerbrechen. Je seltener ein Gegenstand, desto länger hält er. Es gibt kein Konzept der Haltbarkeit oder eine Möglichkeit zu sehen, wie lange es dauert, bis ein Gegenstand kaputt geht. Er wird einfach irgendwann in Zukunft basierend auf Zufall zerbrechen. Ihr könnt feststellen, welche Gegenstände eine Chance haben kaputt zu gehen, indem ihr auf die Statistiken hier achtet. Ihr erhaltet jedoch eine Warnung, wenn ein Artikel stark beschädigt ist und eine zusätzliche Warnung, wenn er vollständig zerbrochen ist. Wenn ein Gegenstand während eines Abenteuers beschädigt wird, kannst du ihn zumindest bis zum Abschluss des Abenteuers verwenden. Du wirst also nicht ohne Werkzeug zurückgelassen. Zerbrechliche Gegenstände können nicht repariert werden und der Gegenstand geht verloren, wenn er zerbricht. Blockchain-Items gehen nicht kaputt. Und damit auch nicht das Spiel. Waffeneffekte. Folgende Gegenstände wurden mit Effekten versehen, sowie andere, die hier nicht aufgeführt sind. Hier könnt ihr schauen, ob eine Waffe von euch dabei ist. Ich habe hier nur den Grim Divider und bin gespannt. In der neuen Enzyklopädie könnt ihr euch über alle Effekte informieren. Abenteuer. Die Abenteuer und ihre Ressourcen wurden aktualisiert. Es gibt viel zu beachten, also schaut sie euch unbedingt an. Belohnungen, Sammelspots, Truhen und andere Eigenschaften wurden alle aktualisiert mit dem Ziel, das Spiel belohnender zu machen. Nach der Veröffentlichung wird es eine Anpassungsphase geben, bis der Sweet Spot gefunden wurde. Cliff redet hier auch immer in der Wir-Form. Das kann natürlich heißen, dass wir als Spieler und er als Entwickler gemeint sind, oder es ist ein Hinweis darauf, dass er jetzt ein kleines Team hat. Mal abwarten. Shadowstones, die bei Marktplatzverkäufen und im Webseitenshop gesammelt wurden, werden ab jetzt in Abenteuer droppen und die Play-to-Earn-Natur von Lost Relics verstärken. Truhen in Abenteuern müssen jetzt mit goldenen Truhenschlüssel geöffnet werden. Diese Schlüssel existieren nur während des Abenteuers und können nicht aus dem Abenteuer rausgenommen werden. Stellt sicher, dass ihr alle Monster erledigt, um alle Schlüssel zu finden. Friedhof Rumble. Es gibt einen brandneuen Spielmodus. Als Mitglied mit mindestens Level 10 habt ihr Zugang zu diesem exklusiven Wettbewerbsmodus. Vorausgesetzt, ihr findet den Eingang. Spielmodi wie dieser werden in Zukunft verwendet, um dir eine Pause zu gönnen und dich selbst herauszufordern und mit anderen Spielern zu konkurrieren. Die Prämisse für den Friedhof Rumble ist einfach. Besiege so viele Monster wie möglich, bis du dich selbst in ein Grab legen kannst.
Wenn ihr am meisten besiegt habt, gibt der Overseer dies bekannt und ihr erscheint in den besten Listen. Die Top 10 Spieler werden in den besten Listen angezeigt, aber nur der Name des ersten Spielers, der diese Punktzahl erreicht, wird aufgezeichnet. Euer Name erscheint nur einmal in der besten Liste. In Zukunft wird die Bestenliste automatisch zurückgesetzt und ein neuer Preis wird ausgewählt. Der erste Friedhof Rumble Wettbewerb. Um den Start von Graveyard Rumble zu feiern, läuft bis zum 15. Oktober ein Wettbewerb. Für die ersten 3 Plätze gibt es diese 3 Preise. Spieler auf dem 1., 2. und 3. Platz am 15. Oktober gewinnen den entsprechenden Preis von oben. Shadowstones. Das letzte Update bot die Möglichkeit, Genji gegen Shadowstones auszutauschen, sodass ihr Blockchain-Gegenstände off-chain im Royal Emporium handeln könnt. Dieses Update bringt die Möglichkeit, eure Shadowstones zurück in Genji zu tauschen. Diese Funktion wird zunächst für einige weitere Tests deaktiviert, wird aber bald nach dem Start aktiviert. Darüber hinaus wurde die Handelsgebühr auf dem Marktplatz von 3 auf 4% erhöht. Diese Erhöhung um 1% wird jetzt verwendet, um eine Schatzkammer mit Shadowstones im Spiel zu füllen, die dann in Abenteuern gedroppt werden. Im Grunde werden also 25% der Gebühren, die aus Verkäufen auf dem Ingame-Marktplatz erhoben werden, in das Spiel zurückgeführt und als Belohnung an alle Spieler verteilt. Diese Belohnungen haben jedoch einen Haken. Ihr könnt die Shadowstones, die ihr in den Abenteuern findet, nicht in Genji zurücktauschen, aber ihr könnt sie verwenden, um Blockchain-Gegenstände im Royal Emporium zu kaufen oder sie im Webseitenshop ausgeben. Diese Funktion unterstützt direkt eine nachhaltige Zukunft von Shadowstones im Spiel, befeuert die Blockchain-Wirtschaft im Spiel und ermöglicht es den Spielern, mit ihren verdienten Belohnungen zu spielen und Gegenstände zu kaufen. Ich würde sagen, Play to Earn ist angekommen. Limits für den Blockchain-Handel im Spiel. Die Mindestgrenze für den Preis pro Artikel auf dem Marktplatz wurde von 100 auf 5 geändert. Die Gebühren und Einnahmen werden als Endwerte anstatt von Prozentsätzen angezeigt, sodass ihr eure eigenen Entscheidungen über Mindestpreis und Gebühren treffen könnt. Webseitenshop. Der Checkout-Service auf der Webseite wurde überarbeitet. Es gibt jetzt 5 Zahlungsanbieter, bei denen ihr den Service auswählen könnt, der am besten zu euch passt. Einige Zahlungsanbieter werden zunächst für weitere Tests deaktiviert, aber kurz nach dem Start aktiviert. Alle Preise auf der Webseite werden jetzt in US-Dollar angezeigt, bis ihr euren Zahlungsanbieter auswählt. Der Preis wird entsprechend der Währung umgerechnet, mit der ihr bezahlen möchtet. Shadowstones. Wenn ihr Shadowstones auf eurem Konto habt, könnt ihr diese verwenden, um Gegenstände im Webseitenshop zu kaufen. Ihr könnt Shadowstones erhalten, indem ihr entweder Genji eintauscht oder sie in den Abenteuern findet. Bei Käufen, die im Webshop mit Shadowstones getätigt werden, werden 5% der Kaufkosten in die Shadowstones Schatzkammer geworfen und bei Abenteuern gedroppt, um alle Spieler zu belohnen. Zahlen könnt ihr außerdem mit Binance, Crypto.com, der Engine Wallet und per Kreditkarte. Ja Leute, das war's mit dem Artikel und ich glaube, das Spiel wird ab diesem Update extrem durch die Decke gehen. Daher für die unter euch, die noch keinen Account haben: Cliff hat laut seinem letzten Interview 90.000 Leute auf der Warteliste. Die könnt ihr derzeit noch überspringen, wenn ihr mindestens einen 7-Tage-Pendanten kauft. Danach habt ihr auf jeden Fall sicher einen Account. Ich weiß nicht, wie lange diese Möglichkeit noch besteht, aber ich würde mir an eurer Stelle schon mal einen Account sichern, falls ihr noch keinen habt. Nach Ablauf des Pendanten bleibt euer Zugang bestehen und ihr könnt auch ohne Pendanten spielen. Nur ein gut gemeinter Rat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Tore beim nächsten Event für alle schließen wird und nur die Leute mit Account zulässt, was momentan ca. 80.000 Spieler sind. Ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, auf der Warteliste könnt ihr definitiv sehr lange warten. So viel erstmal zu den Updates. Jetzt möchte ich euch noch kurz von meinen Plänen mit Lost Relics erzählen. Sollte das Halloween-Event kommen, werde ich eine kleine Play-to-Earn-Serie starten, bei der ich genau tracke, wie viel Geld ich alleine durchs Grinden auf einem hohen Level verdiene. Da werde ich aber noch ein Video mit genauem Plan hochladen, kurz bevor es startet, und das mit einem Gold- und Silber-Bounty-Chest-Opening verknüpfen, bei dem wir hoffentlich ein paar mächtige Waffen rausholen. Ich bin gehypt auf die Zukunft und ich bin mir sicher, ein paar alte Gesichter wieder im Game anzutreffen. Ich habe das Gefühl, die Voice-Channel auf dem Discord werden wieder prall gefüllt sein. Ich freue mich drauf und wir hören uns im nächsten Video. Adios.